Wir haben unser Haus zugeschlossen, uns für ein Jahr verabschiedet und uns auf den Weg gemacht. Seit Juli 2022 sind wir mit unserem ausgebauten Opel Movano unterwegs und um den geht es in diesem Video. Hallo, wir sind hier in Griechenland. Claudia hat aufgeräumt, ich war beim Friseur und wir haben Zeit. Deswegen können wir euch mal das Auto zeigen, in dem wir dieses Jahr verbringen. Und zwar ist es ein Opel Movano, Baujahr 2015, gekauft letztes Jahr im Mai mit 35.000 Kilometer. Jetzt hat er 65 oder so runter. Der hat 110 PS, 2,3 Liter Motor. Und ich zeige mal, was ich so verändert habe dran. Da wären zum einen die Reifen. Hat man bei dem Auto nicht so eine große Auswahl wie bei anderen. Ich habe 235, 65, 16 All-Terrain-Reifen von General Grabber. Dann habe ich verstärkte Federn eingebaut. Die bringen das Chassis nochmal 3 cm höher. Ja, was bei den Wegen, die wir fahren, manchmal nicht schlecht ist. Und was auch nicht schlecht ist, der Unterfahrschutz, habe ich den Originalen aus Plaste gegen einen aus Stahl getauscht. Ja, und hier so eine Lampen, auch nicht verkehrt. Gut, des Weiteren. Und hinter den Lampen ist doch noch so Hinter den Lampen ist Gitter. Das sieht schön aus. Ja. Des Weiteren hat er hinten Luftfedern, also Zusatzluftfedern zu der Blattfeder. Die kann man 5-6 cm kann man das Chassis damit anheben, wenn man im Gelände fährt oder wenn man schief steht und gerade schlafen will, kann man damit das so ein bisschen ausgleichen. Da ist vorne ein Kompressor und man pumpt es auf. So. Jetzt zeigt euch Claudia mal bestimmt, wie schön das drin ist. So sieht es hier drin aus. Als wir das Auto gekauft haben, war das ein leerer Kasten und wir haben die Wände, Decke und den Boden mit Alubetyl und 19 mm Armaflex gedämmt. Hier ist Fichtenprofilholz drüber und das haben wir in dunkel geölt und bewusst in dunkel, weil wir es schöner fanden, weil wir denken, es ist praktischer und nicht in diesem typischen Weiß, was man so kennt. Alle Möbel sind aus Pappe, Sperrholz gebaut, also die Arbeitsplatte natürlich. Hat den Vorteil, dass es leicht ist und man kann alle Möbel, also Bett, Schränke, jederzeit ausbauen, sodass man wieder einen leeren Lieferwagen hat. Ne? Und du sagst, zu zweit in einer halben Stunde hat man alles ausgebaut. Okay, die Küche, die Arbeitsplatte kann man hier verlegen, falls man mal mehr kocht. Hier sind 2 Schübe. Hier sind 2 Schübe, da ist alles Geschirr drin, was wir brauchen. Teller, Besteck und Töpfe, Schüsseln, Tassen. Und das reicht vollkommen. Unter den Schüben ist der Mülleimer und die Wasserkanister. Das zeigt man dann nochmal von draußen. Und hier ist ein 40 Liter Kompressor-Kühlschrank. Der ist auch groß genug für uns und noch ganz viel Stauraum. Genau, hier unter der Platte ist der Gasherd und die Spüle. Wie gesagt, das Wasser kommt aus Kanistern. Und ja, das sind 2 Flammen, aber für uns reicht das völlig und wir kochen eigentlich jeden Abend. Wir waren bis jetzt 2-3 Mal essen, ansonsten haben wir jeden Tag gekocht.
Hier drüber ist unser Badezimmer quasi, also unsere ganzen Wasch- und Pflegeutensilien. Unsere. Meine, zum größten Teil. Meine, genau. Okay, das Bett ist 1,89 mal 1,20 Meter. Da wir ja beide nicht so groß sind, ist das für uns ja völlig okay. Also das heißt, wir können quer schlafen. Ja. Unter dem Bett ist noch mal ein großer Schrank, wo wir alle Vorräte drin haben, die wir so brauchen. Also eigentlich reicht das locker für, ich würde sagen, 2 Wochen oder so. Also man geht ja ab und zu mal einkaufen, aber nee, genau. Hier oben ist Gewürze etc. So Brot und Kram. Hier hinten ist nochmal Drogeriezeug und Sachen und Handtücher und Bettwäsche, was wir jetzt nicht immer brauchen. Und unten die Schublade, die dient auch als Treppe, dass wir auf unser Bett kommen. Zeig mal, wie das. Also wie das geht. So mache ich das. Aber man ist natürlich auch ein ganz normales Schubfach. Genau, und hier sind alle Konserven, Nudeln, Reis. Also das ist unser Kleiderschrank. Oben das Fach ist, das große ist meins, unten das ist Mike sein Fach. Ja, hier sind alle Sachen drin, die wir so jetzt für den momentanen Gebrauch benötigen. Und das sieht jetzt zwar nicht so groß aus, aber reicht. Ja, sind wirklich noch Sachen, die wir noch gar nicht angezogen haben. Und es reicht so, dass wir alle 2 bis 3 Wochen mal in den Waschsalon fahren. Zum Fußboden noch, da ist 12 mm USB drauf über der Dämmung und darauf haben wir Kork geklebt und den noch versiegelt mit so einem speziellen Korklack. Und wir wussten nicht, wie sich das bewährt, aber bis jetzt sind wir sehr zufrieden damit. Ne? Macht sich gut, unser Fußboden. Tolle Befestigung für das Handy, dass man abends im Bett auch mal einen Film gucken kann. Hier ist noch unser Knopffach. Also ja, Stauraum ausreichend. Unter den Sitzen genau, gibt es auch noch Kästen bei beiden. Also hier ist noch die Heizung drunter und da drüben ist, was ist da drunter? Das Subwoofer. Der Subwoofer, genau. Aber ich habe hier noch meine Schuhe drin und den Sitz kann man auch verlängern, indem man das hier einfach hochklappt. Dann hat man einen größeren Sitz. Genau. Hier ist mein Büro, also unser Schreibkram und was man so braucht. Na komm rein. Dann haben wir hier unseren Tisch. Der Tisch ist wie die Arbeitsplatte aus 18 mm Buchenleimholz. Den kann man abnehmen und draußen einhaken und man kann ihn auch einklappen. Dann haben wir hier halt mehr Platz. Können wir tanzen? Wann tanzen wir schon mal? Hier oben ist noch ein Dachfenster eingebaut mit einem integrierten Ventilator und der kann sowohl Luft ansaugen als auch die verbrauchte Luft rauspusten. Ne? Also sind 2 Schalter und dann entweder in die eine oder in die andere Richtung.
Also zum Strom, hier ist eine 110 Ampere-Stunden AGM-Batterie als Bordbatterie verbaut. Die wird geladen einmal durch Solar, ein 100 Watt Panel auf dem Dach und beim Fahren durch den Ladebooster. Der ist hier dreckig. Hier ist unser mobiler Router, dann haben wir hier überall WLAN. Hier kann man alles ablesen, da ist ein Schand hinter der Batterie und dann kann man genau sehen, wie viel Strom reingeht und raus. Verbraucher wären der Kühlschrank, die Heizung, die hier unten verbaut ist, eine Planar 2 kW. Wir haben 4 Steckdosen, einmal hier und hier und hier und hier und ich glaube auch 4 Lampen hier und hier und hier und hier. Also ich zeige jetzt mal, wie es hier hinten noch aussieht. Also hier ist erstmal unsere Aufbewahrungskiste für die Dreckwäsche und eine Isomatte. Dann sind hier noch 2 Wasserkanister, wie gesagt 16 Liter pro Kanister. Und hier haben wir nochmal einen extra Kanister, der hat nicht so viel, ne? 12 Liter oder so. Auch 13 Stück. Genau, hier kann man auch, hier ist auch Mikes Waschplatz. Kann man auch nochmal waschen. Dann haben wir eine große Tüte Hundefutter immer dabei. Für die vielen Hunde, die hungrig sind. Hier ist nochmal ein Spritkanne, Dieselkanister und unsere Seife. Und dahinter ist noch Mikes Trommel. Also hier ist noch unsere transportable Dusche. Die ist auch sehr praktisch und haben wir schon des Öfteren angewandt. Achso, wir haben für alle Fenster, für vorne und für hinten noch so Thermoabdeckung. Die habe ich genäht. Und zwar ist das so ein Steppstoff und Cordura-Stoff, der ist außen und drin. Dazwischen ist so eine Autoscheibenmatte, so eine Thermomatte, die man eigentlich auf die Autoscheibe legt. Und eingenäht sind Magneten, so dass man das ganz leicht an Magneten von klein ist. Ja. Und das macht, also wir haben es schon oft getestet, das macht ganz, ganz viel aus, dass es warm wird und nicht reinzieht durch die Fenster. Ja. Also hier ist so eine, ja, wenn man einkaufen, kann man hier schnell mal eine Kiste hinstellen. Und dahinter sind 2, 3 Kilo Gasflaschen, ne? 6 Liter. Und die können wir überall auftanken. Eine reicht auch so 6 Wochen mit jeden Tag kochen und viel Kaffee trinken. Aber wie wir die auftanken, das wollten wir nicht verraten. Ne? Damit sich keiner aufregt. Damit sich keiner aufregt. Hier unten ist noch Schaufel und ist das ein Beil oder eine Axt? Beil. Ein Beil und eine Säge. Haben wir auch alles schon oft benutzt. Zum Wasser. War ja versprochen. Das sitzt hier dahinter. Hier hat Claudia so ein Ding genäht. Kann man dran machen, sieht schön aus. Hier sind 20 Liter Frischwasser. Hier ist das Abwasser. Hinten sind nochmal 2x16 und 1x13 Liter. Kommen wir gut 3 Tage hin damit. Und das Abwasser, also wir nehmen die sauteure Dr. Brönner Seife und deswegen ist das Abwasser nicht so schlimm, weil die Seife kann man auch trinken, oder? Auf dem Dach haben wir noch auf Airline-Schienen die Sandbleche befestigt und unsere Kiste, unsere Rumpelkammer. Und ja, vorne die Solarzelle. Ja.
Also wir sind mit dem Auto ganz zufrieden. Es gibt zwar für einen Movano nicht so viel Zubehörteile wie für einen Ducato oder Sprinter, aber was uns wichtig war, das gab's. Von daher sind wir zufrieden. Die Kosten, also unser Ausbau hat reine Materialkosten gut 8.000 gekostet, ist jetzt nicht so low budget, aber da ist das Fahrwerk dabei, die Offroad-Reifen, Audioanlage, Alarmanlage, alles Sachen, die jetzt, sag ich mal, nicht lebensnotwendig sind. Und wenn man die abzieht, käme man bei 3.000 raus. Und das finde ich ist schon in Ordnung. Und also uns fehlt auf der Reise nichts, oder? Warmwasser, Nein. Klo. Nein, Bad. frag mal nicht. Wir sind nun seit 4 Monaten unterwegs. Wir sind zuerst durch Skandinavien bis ganz in den Norden, dann durchs Baltikum und den Balkan bis hier in den Süden von Griechenland gefahren. Wir halten und bleiben da, wo es schön ist. Mittlerweile sind wir durch 12 Länder und 14.000 Kilometer gefahren, aber wir sind auch 1.300 Kilometer gewandert. Und das kann man ja alles in unseren Reisevideos sehen. Was in den nächsten Monaten noch kommt, das wissen wir nicht. Aber wir werden sicherlich die Türkei, Zypern, Georgien und andere schöne Orte besuchen. Und dann gibt es bestimmt auch immer mal wieder ein Video hier. Tada! Wir sind nun seit 4 Monaten. Okay. Nee, ich bin doch nicht hier so Werbefuzzi. Als würdest du, ja, das Auto ist okay, heißt aber so viel wie alte Meer. Und den Balkan bis hier in den Süden von Griechenland gefahren. Entschuldigung, ich habe mir gerade vorgestellt, wie das käme, wenn ich werde, du erzählst einfach weg hier. Grandios. Grande. Und das Beste kommt noch. Das hat so gut geklappt bei dir. Kann jetzt nicht daran Ich bin liegen. auch ernsthaft. Wir sind zuerst durch Skandinavien. Was denn jetzt? Ich muss lachen. Abschluss machen. Dann sag mal einfach nur Tschüss, bis bald. Oder Tschüss. Nee,